Catch some light and you'll be alright. Catch some light and you'll be alright. For now, crossing so long. Don't try to take it from me. It's mine. I wouldn't dream of it. I'm gonna be a millionaire. Hope nobody steals my lottery. Talk about going back in time. The diner looks exactly the same. Tja, und damit hallo und ein wunderbar herzliches Willkommen zurück bei Life is Strange, Episode 2 Out of Time hier. Nope, I don't want to go there. Entschuldigung, Max. Hier vor dem Diner. In der letzten Aufnahme haben wir ja eine neue Episode gestartet und unsere beste Freundin Chloe, mit der wollen wir uns jetzt hier im Diner treffen, im Two Whales Diner. Ne? Hier ist ein netter Mann, der uns einfach beiseite stößt. Hallo. I don't want to go that way. Halt! Ich wollte mir das Schild angucken und ein Foto machen nebenbei. That sign reminds me of so many times I ate here with Chloe and my family. So. When we were happy. Psst. Ich bin zu voreilig. Ich muss mich erst auf diese Life is Strange Gemütlichkeit einstellen. So, Foto gemacht. Und hier gibt es einige nette Leute, mit denen wir uns mal ein bisschen unterhalten können. Wir haben ja Zeit. Die Chloe, die schreibt uns gerade: Spät dran, schnapp dir einen Tisch im Diner, Mama füttert dich. Das hoffe ich, vielleicht schaffst du es zum Mittagessen. Also wie ich gerade sagte, wir haben Zeit. Die Chloe verspätet sich, wie die Frauen nun mal so sind. Und hier ist auch eine. She looks busy and stressed. Sieht ein bisschen aus wie Hillary Clinton. Aber nur ein bisschen. Hi. You look lost. Close. Do you know if the bus has come yet? The online schedule isn't working. Bin gerade ausgestiegen, ich weiß es nicht. Nö, keine Ahnung, weiß ich doch nicht, wann ihr Bus kommt. I don't know. It runs pretty regularly. I cannot miss this job interview. But I've got to take the bus out of Arcadia Bay to Newport just to find work. Are things that bad here? Where are things good? I can't even afford to live here. Well, good luck. Thanks, I sure need it. Die gute Frau ist also auf dem Weg zum Bewerbungsgespräch. Hier kommen wir gewiss nicht weiter. Nope, I don't want to go there. Ja, das habe ich mir gedacht. Dann gehen wir mal in die Richtung von dem... Nein, auch nicht über die Straße, Max. Zu dem alten Mann. Mit seinem Lotterielos. I bet he's seen a lot of changes to Arcadia Bay in his lifetime. No time for chit-chat. I'm a millionaire. Yep. Got my lottery ticket right here. Waiting for the bus so I can cash it in. Aha. You can't have my lottery ticket. Buy your own. Na gut, das machen wir, wenn wir volljährig sind. Nein, Max ist ja schon volljährig, stimmt. Also, ist doch so, oder? Ist man in Amerika auch mit 18 volljährig? Keine Ahnung. Und ab wann man sich überhaupt Lotterielose kaufen darf, weiß ich auch nicht. Hier ist ein Auto. Hier ist ein Wohnwagen. Oh, der stand letztens bei der Schule. Das haben wir da hingeschrieben, richtig. Obviously, nobody took my advice. Wir gucken uns hier gleich mal noch ein bisschen um. Aber erst sprechen wir mal mit dem netten Fischer hier. He looks like a photo of the classic Arcadia Bay crusty fisherman. In so einer Fußballerhaltung. Good morning. Looks like you're ready to catch some serious fish. I wish, young gal. Arcadia Bay just isn't the same fishing town I grew up in. Has the town changed much? By Neptune's beard, it has. Seems like a lifetime ago when I was king of the harbor. Sie haben sich gut gehalten, ihr eigenes Boot. Ja, der hat auch einen roten Ordner. Der hat einen roten Ordner. Wisst ihr noch, am Ende der ersten Episode? Da waren noch diese roten Ordner. Und der hat auch einen.
Ich könnte ja schon wieder, das kenne ich noch so aus meiner TKKG-Zeit, ich kann hier wieder tausend Verschwörungstheorien aufstellen. Oder ich frage einfach mal nach dem sein Boot. You have your own boat? I call her the Bali High. I've kept a hold of her in these lean days. Might be all the time we've got left. I thought one of Arcadia Bay's main exports was fish. Oh, the fish used to jump onto my boat until the Prescotts and their finance fiends snapped up harbor rights. Die Prescotts also, die sind hier ja, überall tauchen die auf. The Prescotts have a lot of power. They might rename the town Prescott Bay, if that tells you much. Denen gehört meine Schule. Ja. They own my school. Crooks gain respect when they put their names on schools and libraries. Let's not get downcast. I hear the fish calling for Bali High. Never forget that old fishermen never die. We just smell that way. I'd love to learn more, but I have to get going. Happy fishing out there. Ja, für viele ist das auch einfach so eine, dass die dann irgendwie so eine Schule haben, wo dann der Name draufsteht. Für viele ist das, die brauchen das im Leben, die brauchen dieses, hey, mein Name. Ich habe ein Buch gelesen über, wie man erfolgreich wird, wie man Freunde findet und ja, damit erfolgreich wird. Und da war ein Kapitel, oder ein Satz, der lautete, oder ein Satz in dem Kapitel so rum, das schönste Wort für eine Person ist der Name, der eigene Name. Und das ist wirklich so, viele brauchen diese Bestätigung, dass irgendwo dann der Name von einem steht. Das ist die Nathan Prescott Bücherei oder das Nathan Prescott Dormitorium oder was. Da sitzt auch jemand und sein Hund. Stop that! Stop! No barking. There was something creepy about that guy and his dog. Ja. Wohnmobil. There's that dirty RV from the other day. Der ist auch groß, Mensch. Hier haben wir noch ein paar Autos. Die können wir uns aber nicht angucken. Save our city. Den Flyer haben wir uns noch nicht angeguckt. Was will der eigentlich? Look at all these flyers. It's so sad that nobody will read them. Lesen. Beendet die menschengemachte Dürre in der Bucht. Na klar, ich meine, wenn das ja auch hier so der Hauptimport ist, Fische, natürlich ist es eine Hafenstadt. Klar. Und wenn das dann nicht ist, dann ist so eine Stadt natürlich aufgeschmissen. Deshalb will die Frau da hinten ja auch hier raus zu einem Bewerbungsgespräch. Können wir die Zeitung? Können wir keine Zeitung lesen? Ich würde gerne die Zeitung lesen. Yes, we're open. Bacon and eggs only $5.95. Old-fashioned service. Da können wir Zeitung I lesen. wonder if they explained that snow. Snow? Well, that's a good start to the story. Der Independent schreibt nämlich, Wetterdienste vom Schnee überrumpelt. Mit seinem seltenen Eingeständnis hat der nationale Wetterdienst gestern zugegeben, dass es noch keine Erklärung für den ungewöhnlichen und kurzzeitigen Schneefall diese Woche in Arcadia Bay, Oregon gibt. Auch auf der Titelseite einfach können wir da nicht Zeitung lesen, aber den zeitungslesenden Mann können wir Newspapers anschauen. are going to be retro soon. Ist echt so. So eine Zeitung hat schon sowas Altes, wenn man jetzt irgendein Tag ist, wo so eine Eilmeldung gibt, wo sich die Eilmeldungen überschlagen und man 5-mal auf sein Handy von Spiegel Online irgendwas da hingepostet kriegt, dann ist so eine Zeitung am nächsten Tag schon fast sowas
was Altertümliches, wenn die Zeitung am nächsten Tag dann darüber berichtet. Sowas. So Schnee von Schnee. Schnee von gestern. Super Witz. Excuse me, sir? Can you believe this town? The world is on fire, and our big headline is snow. I can hardly wait for next week's big story. Clouds! Leben Sie schon lange hier? Der Schnee war komisch. The snow was pretty odd. It was right in the middle of a warm, sunny day. Global warming bullshit. It's the Northwest. Snow happens. I keep reading how Arcadia Bay is booming. The paper can only talk about that or about missing girls. Rachel Amber, diese Stadt ist ein Mysterium. Ja, der weiß anscheinend ein bisschen was über die Stadt. This town is more like a mystery to me. You're young. You'll get over it. Ich will gerade mal gucken, ob ich die Stimmen noch ein bisschen... Ja, die Stimmen sind schon eigentlich so auf lautester Stufe. Es kam mir ein bisschen leise vor. Verlassen? Ja, verlassen. Naja, aber geht schon. Da ist noch jemand auf dem Fahrrad. Hallo. Da ist, hinten ist ein ACFC. Acadia Fried Chicken vielleicht? ACFC, ja. Hello, how do you do? Das haben wir in der letzten Aufnahme, da musste ich so drüber lachen, das haben wir vom Leuchtturm aus gesehen. Hier ist der McFlynn oder Flunn oder was auch immer. Da fehlt anscheinend ein Buchstabe. Da ist Tonys Diction Liquor Store. Hier, da hinten sitzt noch jemand. Noch ein Auto. In die Tür kommen wir, glaube ich, nicht. Nein. Hier ist auch nichts. Eine Obdachlose. Poor woman. I hope it's a shelter for her. Oh Mann. Hello. Oh, look at you. A fine example of youth. I bet you're a senior student. Yes, I go to Blackwell Academy. I could tell you're a wise young woman. I know all about Blackwell and this town. Das glaube ich der sogar. Wenn man so an der Straße sitzt, oder auf der Straße sitzt quasi. Ich glaube, dass man da viele Leute kennenlernt. Und viele verschiedene Arten von Leuten, viele Geschichten, viel aufschnappt. Deshalb sind das meistens auch gar nicht so dumme Leute. Die sind vielleicht nicht sonderlich gebildet, aber dumm sind viele nicht. How long have you lived in Arcadia Bay? 1,000 years. I've gone through the same changes as the town. What changes to the town? Ones it takes a lifetime to see. There's a lot of beauty here, but a lot of darkness, too. Greedy bastards that ruin this town, put people out of work, out of home. Like me. I'm sorry. Have you ever lived outside of here? Where the hell would I go? I hate the sun and love the mist. I might be homeless, but Arcadia Bay is still my home. Mhm. I bet you have dirt on the Prescott family. That whole family is dirty. They once done good things for Arcadia Bay. Those days are dead, like anything in their way. I know somebody who's being threatened by a Prescott. Then you be their guardian angel, because nothing gets in the way of that family, especially not the law. Hell, they own your school, Blackwell. Almost. Woher weiß es denn, dass es sie ist? Hat die vielleicht auch solche Kräfte, die Frau? Theorien. Die Joyce.
You must know Joyce Price from the Two Whales Diner. She's fed me more than my own family. How's a daughter your age who's always in trouble? Married to a real prick. Na, wenn die das so sagt, muss es ja stimmen. His name is David Madsen. He told me to get a job once, asshole. Not sure what Joyce sees in him, but he better treat her right. I have to go now. Goodbye. Hey, ich wollte sie noch eigentlich über Chloe ausfragen. Naja. Aber dieser David, dieser Stiefvater, ja, ich glaube ja, dass der es eigentlich gut meint, aber er geht's halt völlig falsch an. Und da kommt die Polizei. Oder David Madsen. Und ja, er ist wahnsinnig paranoid. Obdachlose, die Gefahr. Gibt's hier noch was? Waschmaschinen, der Hund, ach, den können wir fotografieren. Ich guck mal ins Tagebuch gerade. 4 Fotos schon, meine Güte. Firewalk with me. Aha. Naja, aber jetzt haben wir, glaube ich, auch alles erkundet. Ich glaube, da gehen wir mal ins Diner jetzt. Das finde ich schön, dieses Hello, how do you do? So, Mensch, ich habe aber auch schon Schmacht. Hey! That smell of breakfast and the sound of clanging silverware. Hey, Makes me feel Joyce! 13 again. Entschuldigung. Joyce, bring mir einen Kaffee und einen doppelten Quattro. Was weiß ich denn? Good lord. Talk about apocalyptic. Welcome to Pan Estates. Prescott's Development lädt sie ein, in den Wäldern zu leben. Erschwingliche Luxushäuser mit Blick auf den Wald, Meer und Leuchtturm werden bald ihren Lebensstil verändern. Wahrscheinlich steht denn da auch überall gesponsert von den Prescotts. Oh, that brings back memories. Chloe and I loved the parade. 25. jährlicher Halloween-Bazar. Bürgermeister Cochran führt die Kostümparade der Kinder an. Samstag, 27. Oktober, 9 bis 15 Uhr, Main Street, Arcadia Bay. Kürbisschnitzereiwettbewerb, lokale Produkte und Imbisswagen, Süßes und Saures. Oh, und Happy Halloween. Ja, da bin ich ja gar nicht so der Freund von. Da ist die Joyce und ein LKW-Fahrer und ein Polizist und ein Typ. Und noch ein Fischer und eine Frau. Eine komische Frau. Kennt ja jeder das berühmte Märchen Der Fischer und die komische Frau. Ach Gott, wir haben viel zu quatschen. Ich glaube, wir fangen mal bei dem LKW-Fahrer. Oh, 2 LKW-Fahrer sogar. I wouldn't last one day as a trucker. Those rigs are too damn big. I don't feel like talking right now. I gotta deliver a load of breakfast to my stomach. Over and out. Na gut. Truckers have such a romantic life. Always on the road. Ja, naja. Boah, ein Burger. Boah. Also Veggie-Burger natürlich. Und Fritten. Boah. Boah, würde ich für töten gerade. Hello? Pardon moi. Ugh. You're in my eyesight. Alles ist im Blickfeld, Entschuldigung. Eigentlich müsste man dem jetzt so, ich glaube, dem wird eher gefallen, wenn wir dem jetzt mit so einem coolen Konterspruch entgegen. Hey, hier. Komm. Isn't everything in here within eyesight? I don't care for your tone. You sound like Joyce. How does Joyce sound? Bossy and smartass. Like you. Joyce ist die Beste, sie sind unhöflich. Ey, Joyce, das ist meine Sis. Joyce rules. I want to be exactly like her when I grow up. Looks like you're on your way.
I've been coming to this dive for 3 years, and Joyce gives me shit like it's going out of style. That's how she rolls. That's why I worship her every move. Good. I can't wait to see you flipping greasy bacon in a diner when you grow up. Exactly like Joyce. Now pardon me while I get back to my coffee. Der macht das doch auch nicht anders. Das ist doch hier so ein gegenseitiges Verarschen. Das ist doch auch der Stil von so einem Diner. Ich kann mir vorstellen, dass viele Läden in Amerika jetzt wieder so diesen alten Charme von so einem Diner aufgreifen. Aber das hier, glaube ich, ist noch so eins aus der Originalzeit. Und das war schon da, bevor es hip war. Oh, ein Polizist. That officer looks nicer than wannabe cop David Madsen. Hello, sir. Hi, young lady. You look a little lost. Hungrig? Nein. Ja, komm. Boah, ich hab echt Kohldampf. Just hungry and thinking about what to eat. Now, that is a real problem at the Two Wells. I can never decide. Joyce's pumpkin pie or grilled mac and cheese. How well do you know Joyce? I know her delicious grub. Everybody at the station comes here. We take care of this place like it's our own kitchen. And Joyce like she's our mother. Weil meine hasst mich, meine Mutter. So, you know Chloe? Sadly, we all know Chloe down at the station. Poor Joyce. Just heard that Chloe even had a pot dealer in her room. Was? Na, also, ja, habe ich auch gehört, Mensch. Das müssen ja komische Leute sein. Kein großes Zeichen, keine große Sache. Wer hat Ihnen das erzählt? Who told you that? I didn't hear it on the police scanner. Joyce said the weed belonged to Chloe's friend, but I highly doubt that. Joyce didn't tell you who? She wouldn't. Afraid I'd go arrest somebody, as if I would. I'd just tell that loser to stay the hell away from Chloe, or else. I'm just kidding. Besides, David Madsen's watching over. Is she a friend of yours? Ich kenne sie nicht wirklich. Naja, ich kenne sie heißt ja nicht, dass ich für sie Drogen anschaffe. I know her. Then you know she's a handful. She can be, but she can also be a good friend who shows up when you need her. Sounds like you're a good friend. I wish she would be a great daughter and not cause Joyce so much stress. Gut, dass der nicht gut im Schlüsse ziehen ist, der Polizist. Weil wir haben uns gerade ein bisschen in die Scheiße geritten. I guess you're friends with David Madsen. I wouldn't use that word. We know each other. Why do you ask? Nur neugierig, er hat einen Ruf. Ja. He kinda has a reputation at Blackwell. I have respect for David. He served his country. He found his calling at Blackwell. At the station, we're happy David is exactly where he is. Not everybody can be a cop. I have to go now. Enjoy your breakfast. By the way, one thing I can tell you for certain is to stay away from that RV outside. I usually stay away from sketchy parked vehicles. Wise policy. The guy who lives in it, Frank, is pretty sketchy himself. That's all I can say for now. I should finish up my coffee and get to work. Betonung auf sollte. Hier ist noch ein Typ. Ew, that guy looks unpleasant. Was macht der denn da? Der hat ja noch nicht mal was. What do you want? I feel like shit. Too much beer, so spare me, please. Just let me suffer quietly. Na gut. Hier der Fisherman's Friend. These fishermen are so damn quiet. Was ist der denn da? Did you catch any big ones today? If by big you mean none, then sure. I caught a lot of big ones today. Now let me mourn over my eggs. Was? Naja, eine komische Frau, also Max wertende Urteile. Sowas möchte ich ja eigentlich nicht haben, so wertende Urteile auf den ersten Blick. I always wonder what people think about when they eat alone. Hello there to you! Such a beautiful day, eh? Oh yeah, it's gonna be a super day. Enjoy your breakfast, eh? Was hat die sich denn da in den Kaffee getan und
wenn ich es weiß, dann möchte ich das auch haben. Oh man, I bet that's the same gum from when I was here last. Das glaube ich auch. Wie diese schmierigen Automaten an den Häuserwänden in der Stadt. Boah, die da schon ewig hängen. Und sich da nur jemand 2002 die Mühe gegeben hat, das hier Mark in Euro umzuwandeln. Aber der Inhalt ist bestimmt immer noch derselbe. Boah. This guy has serious cojones. Captain Igloo. Erleben Sie ein Abenteuer zu See mit Captain Cousteau. Heuern Sie den legendären Seemann für Ihre eigene Seereise an. Jack Cousteau, Cousteau und seine Unterwasserwelten. Sie haben ihn im Fernsehen gesehen, Sie haben über ihn in der Zeitung gelesen. Ein ortsansässiger Kapitän, Fischer und Fachmann mit 30 Jahren Erfahrung nimmt ihre Gruppe mit auf eine 3-stündige Tour durch das üppige und exotische Wasserreich von Arcadia Bay. Jack wird nicht nur die Wichtigkeit unseres Meereslebens für das Ökosystem erklären, sondern ihnen auch helfen, ihren eigenen Fisch zu fangen und zuzubereiten. Tägliche und wöchentliche Exkursionspreise 75 bis $125. Für weitere Details besuchen Sie unsere Website seekosteufisch.gu. Ja, hier sind noch ein paar Broschüren. Ich gucke mir aber lieber den Fernseher an. K-Bay 7. Coming up at noon, K-Bay 7 News will explore the mystery of yesterday's unusual snowfall on a warm and sunny late afternoon that confused and delighted Arcadia Bay residents. We'll be talking with Portland meteorologists in the area and look at some of your fun video reactions to the odd snow flurry. Who knows? Maybe Mother Nature was pranking us all. So, stay tuned to K-Bay 7 News for the real story. Jetzt prankt uns auch schon Mutter Natur, wo das noch hinführen soll. You'd never know how weird this town is by these postcards. Aber es gibt nette Katzen in Arcadia Bay und das ist ja schon mal was Gutes. I would buy a shirt, but they're so damn tourist. Ja. Vor allem so direkt über der Fritteuse oder... Boah.